Wir haben Anfang April und wir sind auf der Rückreise oder Rückfahrt unserer Spanienreise. Wir sind jetzt mehr als 5 Monate unterwegs, haben verschiedene Plätze hier in Spanien angefahren und haben auch erstmalig Weihnachten und Silvester hier in Spanien verbracht. Und da möchte ich jetzt so ein kleines Resümee ziehen oder so einen kleinen Rückblick hier euch zeigen, was wir so erlebt haben, wie wir es empfunden haben und so weiter und so fort. Herzlich willkommen zu meinem Video. Wir haben ja fast den gesamten November auf dem Stellplatz in Mazarrón verbracht und da ist uns schon aufgefallen, dass dieses Jahr anders ist als in den Vorjahren. Also diese Belegung der Plätze ist schon enorm gewesen. Das heißt also, man hat teilweise schon im November keine freien Plätze mehr bekommen. Das war nicht nur auf diesem Stellplatz in Mazarrón so, sondern es war auf verschiedenen Stellplätzen auch so und auch auf Campingplätzen. Natürlich in erster Linie auf denen, die schon immer gut besucht waren. Auf diesen Plätzen war es schon November, man kann sagen ab Ende Oktober wurde es schon voll und November war es dann oft schon ganz voll. Das haben wir in den Vorjahren so nicht gehabt. Da ging es eigentlich erst los, so Mitte Dezember, Weihnachten rum. Viele sind oder fahren ja immer nach Weihnachten erst hier nach Spanien her. Und das war in diesem Jahr ganz anders. Woran hat es vielleicht gelegen? Einmal haben wir 75.000 Neuzulassungen an Wohnmobilen in 2021 gehabt. Da wollen natürlich viele auch los und wollen sich in Spanien die Sonne genießen. Und dann müssen wir daran denken, dass wir Corona hatten und viele gar nicht gefahren sind. 2 Jahre hat das Mobil stillgestanden, aber jetzt sollte es endlich losgehen und das ist zusammengekommen. Hinzu kommt, viele reisen ja nach Marokko in den Wintermonaten. Das war nicht möglich, da die Grenze nach Marokko geschlossen waren und die Fähren gar nicht fuhren. Einige haben mich angeschrieben, dass sie keine Antwort kriegen, wenn sie irgendwo reservieren wollten, jetzt im Herbst 2021. Ja, woran liegt es? Ich habe da mit verschiedenen Campingplatz- und Stellplatzbetreibern gesprochen. Einige haben mir dann erzählt, dass sie überrannt wurden. Das heißt, sie waren der Sache gar nicht mehr her. Einer hatte mir gesagt, er hat 4.000 Anfragen in kürzerer Zeit bekommen wegen einer Reservierung. Das konnte er gar nicht jetzt in kurzer Zeit oder in wenigen Tagen alles beantworten. Er hat Wochen gebraucht, bis er den letzte beantwortet hat. Einige haben dann gesagt, sie haben gar nicht mehr geantwortet, denn es macht überhaupt keinen Sinn mehr, überhaupt noch da irgendwas zu reservieren, denn sie waren ausgebucht ohne Ende. Wir sind dann ja ab Dezember auf dem Campingplatz Mar Azul in Palermo gewesen. Etwa Mitte Dezember sind wir dort angekommen. Eigentlich wollten wir etwas später dorthin fahren. Dann ergab sich aber, dass das ZDF angefragt hat und für uns oder Hako und Frau eine Reportage machen wollten. Da haben wir natürlich nicht Nein gesagt und sind dann Mitte Dezember auf dem Mar Azul gewesen, haben dort 2 Tage oder 3 Tage waren es, glaube ich, fast, mit dem ZDF verbracht. Auch eine angenehme Zeit, hat auch viel Spaß gemacht und ich glaube, einige von euch haben es gesehen und haben sie nicht schlecht gemacht, muss ich so im Nachhinein sagen. Das Thema Corona war ja auch noch immer da, zumindest noch im Herbst oder im Winter 2021, so dass es um die Sache Boostern ging. Auch das haben wir hier in Spanien erledigen können, Gott sei Dank, sage ich. Und wir wurden in El Chido, das ist nicht weit weg vom Campingplatz, geimpft oder geboostert. Das wurde teilweise auch für einige organisiert vom Campingplatz. Andere haben sich selber gekümmert, war kein Thema. Hat uns gefreut, dass wir das hier in Spanien hingekriegt haben, denn man fühlt sich dann doch etwas sicherer. Wobei, ich habe hier in Spanien immer ein sicheres Gefühl gehabt. Ich habe nie den Eindruck gehabt, oh, jetzt könnte es bald schwierig werden oder hier wird bestimmt bald was geschlossen. War überhaupt nicht. Die Stimmung war immer gut. Und das hat uns auch motiviert, lange auf einem Platz zu bleiben. Hinzu kommt ja, man soll nicht unnötige Kontakte dann haben. Das haben wir auch immer ein bisschen berücksichtigt. Wir sind nicht dorthin gegangen, wo große Menschen zusammenkommen in geschlossenen Räumen. Das haben wir alles vermieden. Insofern war das für uns eine sichere Geschichte, die wir hier in Spanien hatten. Wir haben wieder viele Camper kennengelernt. Wir sind häufig angesprochen worden. Ist kein Problem für uns, habe ich auch häufiger schon gesagt. Dürft ihr uns gerne ansprechen. Und dann erfahren wir auch immer viele Sachen, auch Neues.
Wir haben auch Einladungen bekommen, so zum Beispiel nach Österreich, nach Wien hin, in die Schweiz, nach Finnland, nach Schweden und einige auch nach Deutschland haben uns eingeladen. Mal schauen, was wir davon schaffen oder wo wir da mal hinfahren. Wir haben auch einige Flaschen Wein geschenkt bekommen. Auch dafür noch von hier aus nochmal herzlichen Dank. Vielleicht nochmal das zum Thema Wetter. Das Wetter war dieses Jahr oder diese Saison, dieser Winter, ein bisschen anders. Ich will nicht sagen schlechter, ja schon ein bisschen schlechter auch, kann man ruhig sagen. Aber besonders ist mir aufgefallen, dass es kälter war in den Monaten Januar und Februar. Besonders der Januar, dort waren die Nachttemperaturen ja, immer unter 10 Grad in Andalusien. Das ist eigentlich nicht so die Regel. Meistens bleiben die Temperaturen bei 12 Grad, 10, 12, 13 Grad. Jetzt ging sie aber runter auf 5, 6 Grad und das war schon in der Nacht, für die Nacht schon recht kühl. Entsprechend haben wir auch viel Gas verbraucht. Das habe ich noch nie gehabt, dass ich so viel Flaschen, 11 Kilo Flaschen Gas verbraucht habe. Zum Wetter muss ich noch eins sagen. Wir hatten ja im März diesen Sahara-Staub hier in Spanien, nicht nur in Spanien. Ich glaube, halb Europa war davon betroffen. Es war schon extrem. Wir haben sowas schon mitgemacht, aber in der Form und so stark haben wir es noch nicht erlebt. Also wir haben nicht nur einmal das ganze Auto sauber machen müssen, sondern ich glaube insgesamt 3-mal. Also wir sind an verschiedenen Standorten gewesen und immer wieder hat es uns erwischt mit diesem Sahara-Staub und das war schon ganz schön schlimm und das hat uns auch viel Arbeit gekostet. Zum März muss man sagen, es hat hier relativ viel geregnet in Andalusien. Ich glaube nicht nur in Andalusien, das ging hoch bis Valencia und bis an die Costa Brava. Und das kennt man hier eigentlich auch nicht. Das ist mehrere Tage nacheinander. Es war jetzt hier so, wie ich das so mitgekriegt habe, ungefähr eine knappe Woche. 4 Tage hat es fast am Stück geregnet. Vielleicht nicht durchweg, aber immer wieder Regenschauer. Und sowas haben wir eigentlich in den fast 30 Jahren, die wir hierher fahren, auch noch nicht erlebt. Der eine oder andere war da ja enttäuscht, weil er hatte sich das anders vorgestellt. Gerade für die, die jetzt nur 3 Wochen Urlaub machen oder 4 Wochen und sagen, jetzt fahren wir mal schnell runter nach Spanien in die Sonne und dann ist so ein Wetter, dann ist man natürlich enttäuscht und hätte sich das natürlich anders gewünscht. Wir haben für uns festgestellt, so einen langen Zeitraum oder über Monate an einem Platz, das ist nicht unser Ding. Das ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Der eine möchte das, der andere vielleicht nicht. Für uns war es eigentlich ganz schön, dass wir 4 Wochen vom Camping Mar Azul mal weggefahren sind und sind dann an den Atlantik gefahren, habe ich darüber berichtet. Nördlich von Cadiz waren wir, in Chipiona. Tolle Geschichte dort. Ich war überrascht auch über das Wetter. Wir hatten dort mehr als 2 Wochen gutes Wetter, immer Sonnenschein, überwiegend jedenfalls, und wenig Wind. Ich hatte das irgendwie so in Erinnerung. Wir waren ja häufiger schon in der Region, aber einfach in Zeiten vor YouTube, wo ich noch nicht bei YouTube irgendwas gemacht habe. Und da hatte ich das immer in Erinnerung, dass dort immer ein frischer Wind weht und ja durch den Atlantikeinfluss, dass dort auch kühler ist. Das war in diesem Fall nicht so. Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt und würden auch wieder hinfahren. Wir lieben es eben einfach auch mal den Platz zu wechseln und mal ein paar andere Plätze anzufahren. War dieses Jahr oder in diesem Winter ja etwas schwierig aufgrund der starken Belegung der Plätze, aber hier und da hat man immer was gekriegt. Also das muss ich auch sagen, für alle, die jetzt so fahren im Winter oder auch für den nächsten Winter. Wenn man irgendwo mal 3, 4 Tage bleiben möchte, dann bekommt man schon eher einen Platz. Wer natürlich jetzt lange auf einem Platz bleiben möchte, wer jetzt über Wochen, Monate und dann einen speziellen, eine Möglichkeit am Meer einen Platz haben möchte, der muss reservieren, denke ich. Das ist das Sinnvollste in so einem Fall. Ja, viele haben mir dann auch geschrieben, warum fährst du nicht weiter nach Portugal? Muss einfach sagen, wir waren schon häufiger in Portugal. Wir haben die Iberische Halbinsel mehrmals umrundet und haben da auch verschiedene Orte in Portugal angefahren. Nur jetzt im Alter sind wir auch ein bisschen faul geworden und sagen, ja, warum muss man noch immer weiterfahren? Wir kommen ja eigentlich nur hier noch her in den Süden, um die Sonne zu genießen und den blauen Himmel. Und da ist es im Prinzip egal, ob ich da oder da bin.
Aber natürlich schön ist es schon, wenn man mal wieder andere Standorte anfährt. Wir werden das für die Zukunft nochmal durchdenken oder überdenken und dann werden wir vielleicht auch nochmal andere Standorte wieder anfahren. Für unsere Rückfahrt hier aus Spanien haben wir uns so Etappen vorgenommen von 350 bis 400 Kilometer. Das finden wir als sehr angenehm. Dann ist man am frühen Nachmittag schon an seinem Übernachtungsplatz. Wir werden Plätze anfahren, die wir schon kennen. Ganz einfach deshalb, weil wir mit einem Gespann fahren, weil wir mit Anhänger fahren. Da will man doch so fahren, dass man da keine Probleme bekommt mit dem Platz und der Anfahrt des Platzes. Ich habe das ja auf der Hinfahrt mal riskiert, einen Platz anzufahren, den ich nicht kannte, der mir empfohlen worden ist. Und ja, das war dann eher nicht so gut. Und insofern werden wir Plätze nehmen, wo wir wissen, dass wir da auch mit unserem Gespann ohne Probleme stehen können. Ich werde darüber am Ende nochmal berichten, wenn wir dann zu Hause sind, werde ich nochmal zeigen, welche Stellplätze wir genau genommen haben. Das waren jetzt so ein paar Informationen, Rückblick oder wie auch immer man will, über unsere Spanienreise. Wir waren wieder gerne hier in diesem Land, werden das auch für die Zukunft immer wieder versuchen zu machen. Das heißt, wir werden also auch im nächsten Winter hier wieder nach Spanien fahren. Mal schauen, was wir dann alles so erleben und machen. Und jetzt freuen wir uns aber auf unser Zuhause. Ja, das war's. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.